So, DJI Neo gebordet. Packen wir mal aus. Da haben wir es. Bin gespannt. Ich auch, sehr. Ja, dann packen wir mal aus, das gute Stück. Bin ja wenig bei Technik aufgeregt, aber da Oha, guck mal. ist aber klein. DJI Neo 2. Die kleinste Drohne. Und die lässt sich auch ohne Controller steuern. Ja, wirklich nur mit Tastendruck Das- sogar. Also du brauchst nicht mal ein Handy theoretisch. Das sondern zeigen wir natürlich, ne? ja. Die wiegt ja nix. Zeig mal. Boah, die wiegt wirklich nicht. Also die wiegt 135 Gramm. Aber das ist der Wahnsinn, wenn du das in der Ja. Hand hältst, ne? Das ist gar nichts. Nee, wir haben hier erst einmal natürlich. Aber wir wollen kein übliches Unboxing machen. Nein. Also wir blättern nicht durch die Bedienungsanleitung Nein. und was alles. Wir haben hier diese Drohne herself. Ach, Ersatzrotorblätter, jawohl. Sehr schön. Ein Ladekabel, ein Schraubenzieher, natürlich Aufkleber und die Bedienungsanleitung. Mach Alles weg. nicht so wichtig. Charge to activate the battery before using the first time. Nein, ja. Okay, also wir müssen erstmal laden, um die Batterie zu aktivieren. Ja, und das gehen wir mal hoch, ne? Wir gehen jetzt hoch und wenn die Batterie geladen ist, Dann gehen sind- wir mit euch zusammen Raus. und stellen sie euch vor. Und dann seht ihr auch gleich ungefiltert unseren ersten Eindruck, denn wir haben wirklich dieses Ding jetzt zum ersten Mal in der Hand. Und jetzt gehen wir das Ding mal testen. Das hier. Wir haben das Das gerade hier. geladen. Und das war ziemlich leer, ne? Ja, also fast vollständig leer. Und hat 34 Minuten zur Vollladung mit einer Powerbank, die 20 Watt raushaut, gedauert. Und die Drohne selbst zieht Maximal 15 Watt. 15 Watt. Und jetzt fliegen wir das Teil mal. Hier haben wir eine Szene aus Final Destination. Ja. Also wir gehen da nicht unter. Dazu kann man sich die DJI Fly App runterladen. Und du kannst die Modi aber wiederum modifizieren und dafür brauchst du auch die App. Ja, das stimmt. Zum Beispiel bei der Verfolgung kann man einstellen, wie hoch er fliegen soll. Niedrig, mittel oder hoch. Also garantiert werde ich mich zur Bildqualität äußern, wenn ich das nachher auf dem Mac geladen habe. Übrigens, DJI gibt die Ladedauer der Drohne mit 50 Minuten an. Sie hat die Klasse C0, Drohnenklasse C0. Du brauchst keinen Führerschein, musst dich aber beim Bundesluftfahrtamt anmelden, einmalig. Und du brauchst eine Haftpflichtversicherung. Drohnenhaftpflichtversicherung, genau. Die ist aber nicht teuer, also kostet so, ich weiß gar nicht, was wir bezahlt haben, aber so um 10 Euro im Monat, vielleicht auch weniger. Ja. Und du kannst dich beim Luftfahrtbundesamt nur anmelden, wenn du nachweisen kannst, dass Versicherungsschutz für die Drohne besteht. Genau, und dann kannst du mit dieser Anmeldung, was ja kein Führerschein ist, mehrere Drohnen fliegen, die musst du dann kennzeichnen und alles geht seinen Gang. Führerschein ist es wie gesagt nicht. Jetzt sind wir hier, haben ordentlich Platz ringsrum. Marion hat die Drohne auf die Handfläche. Mein Schatz. Ne, Kamera zu dir. Ah ja, Kamera muss zu mir, ja. Gimbal-Schutz ab. Gimbal-Schutz. Ich bin hier der Flight Instructor. Ja, einer muss ja die Ahnung haben. Die Kamera muss zu ihr zeigen, damit ihr Gesicht erkannt wird. Erstmal einschalten aber, oder? Und einschalten ist einmal kurz und dann halten. So, jetzt hat Marion sie angemacht, hat einmal gezuckt und jetzt drückt sie einmal kurz auf den Mode-Knopf. Und jetzt hat die Drohne den Modus gewechselt auf Droney. Droning. Und wenn sie Droning hat, dann steht sie einfach nur. Drück nochmal drauf. Circle, das heißt, sie umkreist dich. Drück nochmal drauf. Rocket. Und Rocket wollen wir haben. Wenn die Marion da jetzt einmal lang drauf drückt, sollte sie starten. 4 meters. Rocket. 3, 2, 1. Und zwar ist sie jetzt auf 4 Meter eingestellt. Und wir machen gar nichts. Wir gucken einfach nur zu. Und jetzt kommt sie wieder runter. So, Marion macht nichts. Und sie kommt von selber wieder runter und wartet. Jetzt streck mal die Hand aus. Nee, da unter einfach. Ach so, Zack, geil. erledigt.
Und in der App kann man natürlich einstellen, wie hoch sie fliegen soll. Circle. Circle. Und jetzt hält sie wieder drauf. 20 meters. Circle. 3, 2. Unable to take off. Aircraft in motion. Ah, ich habe die Hand bewegt. Man darf die Hand also nicht bewegen, wenn man Interessant. sie gestartet hat. Circle. 3, 2, 1. Guten Auf Flug. Wiedersehen. Aber er geht ja nicht hoch, ne? Ja, Er was fliegt haben wir jetzt- denn eingestellt? Sie fliegt jetzt weg, Ja, und dann macht er 20 Meter Umkreis um uns Ja. rum. aber sie ist extrem flach. Das stimmt. Sie kommt nicht hoch. Ach Moment, das ist die Entfernung Ja, genau, 20 Meter ist die Entfernung. und nicht die Höhe. Nee. Ach du liebe Zeit, jetzt fliegt das Ding mit einem Höllentempo. Das könnt ihr wahrscheinlich gar nicht sehen. Ach Geh mal aus dem Bild. du liebe Zeit. Gut, dass das Bewuchs noch nicht so hoch ist. Gut, dass hier die... Oh, ist das knapp. Es ist knapp. Oh, er hat Kontakt. Ja, jetzt ist er Au, weh. abgestürzt. Abgestürzt. Aber das sollte ihr nichts ausmachen. Nimm sie mal hoch, puste sie mal ab. Oh Gottchen. Okay, Ist jetzt schmuddelig. gucke ich noch mal in die App, ob ich da eine höhere Einstellung machen kann. Ja. Also dieses Kreisen, das macht er tatsächlich nur von da. Ich würde mal sagen, wenn du die Hand hochhältst beim Starten, mach mal höher. Ja. Du kommst dann nicht an den Knopf ran, aber dann fliegt er auch in der Höhe. Ach Das heißt, man so. muss da unheimlich aufpassen, dass nicht sowas hier ist. Guck mal, das ist nicht hoch, aber Es wurde rasiert. es wurde rasiert. So, jetzt machen wir mal Spotlight. Bei Spotlight bleibt er stehen und verfolgt das Motiv einfach sozusagen mit den Augen. Das Okay. demonstrieren wir jetzt mal. Schalten wir Spotlight. Spotlight. 3, 2, 1. So, Drohne steht und jetzt laufen wir rum. Ja, und jetzt kannst du mal in die Kamera was erzählen. Ja, dann testen wir das jetzt mal. Die Kamera sollte mich jetzt verfolgen. Ich spreche in euch rein, in die Kamera. Und ja, sie hat immer auf mich gerichtet. Hi. So, Handfläche wieder. Das Thema erledigt. Ha. Und dann haben wir das interessante Verfolgen. Mach mal Follow. Medium. Follow. 3, 2, 1. Ah, das ist jetzt auf Medium weit eingestellt. Also Wahnsinn. Drohne fliegen, ohne die geringste Ahnung zu haben. Und wir haben keine Ahnung, weil wir noch nie eine Drohne hatten. Also das ist richtig geil. Und auch hier scharfe Kurve, fliegt sie hinterher. Ah, komm mal wieder her. Wir müssen ein bisschen Akku sparen. Die fliegt nur 15 Minuten. Ja, halt mal Hand hin, was sie dazu sagt. Komm zu Mama. Ja, also Geil. sorry. Also Es macht so viel Spaß. simpler geht's nicht. Ne? Nee. So, was ich noch spannend fände. Ja. Direction Tracking. Was hat das zu bedeuten? Da fliegt die erst auf dich zu Ja. oder vor dir und wenn du zu schnell wirst, dann wendet sie irgendwie. Ich weiß nicht genau, wie es Mach einfach funktioniert. mal an. Probieren wir mal aus. Ja. Road direction track. 3, 2, 1. Ah ja, guck mal, da geht Marion auf die Drohne zu. Und sie kreist auch um sie. Also richtig cool. Dann gehen wir da den Weg runter. Dann kommt sie hinterher. Dann gehen wir auf sie zu. Ach, richtig cool. Geht sie zurück. Ich könnte sie jetzt fangen. Übrigens kann ich sie tatsächlich fangen. Und dann geht sie aus. Ja, einfach aus der Luft greifen. Zack, habe sie mir aus der Luft gegriffen, Ja. dann geht sie aus. Dann mach noch mal Rocket, weil ich habe jetzt auf 20 Meter gestellt. Follow. Rocket. 3, 10 Meter? 10 Meter. 1. Husch, husch.
So. Hallo. Das sind 10 Meter oder geht er noch höher? Der steigt gerade noch. Also richtig cool. Ja. Oh, komm her, dann gehen wir hier mal weg. Jetzt gehen wir hier mal weg. Mal sehen, wo wir wieder runterkommen. Jetzt ist er da oben. Ihr seht es wahrscheinlich nicht, aber er ist schon auf dem Rückweg. Das macht er alles automatisch. Dann gucken wir mal, was passiert. Er kommt runter und er geht an die Stelle, wo er praktisch los ist. Ne? Ja, Oder? ja. Aber ja. Und ich glaube, jetzt sucht er mich. mach Kann mal das die sein? Hand. Warte, lass ihn noch mal. Ja, Er geht noch weiter runter. ja. Stimmt. Er ist an der Stelle. Jetzt brauchst du ihm nur die Hand wieder unterhalten. Aber er da muss sind, mich sehen können, ne? Da sind Sensoren unter der Hand. Schwupp. Also ein tolles Ding. Das ist geil. Ja, da haben wir ein bisschen damit rumgespielt. Da war der Akku bei 29%. Und dann wollten wir ihn aufladen kurz. Und jetzt geht das nicht mehr. Mit Was war's? diesem Akku, mit dem wir vorhin auch die Drohne schon geladen hatten. Also wir haben sie damit vollgeknallt. Genau. Jetzt versuchen wir sie noch mal ganz leer zu spielen. Also sie schwebt da ja hinter uns. Und keine Ahnung. Also was soll das? Dann war es das bis hierher. Sehr frustrierend. Ja. Und dann gehen wir mal wieder rein und melden uns gleich wieder. Ja, so ist es. Wir haben jetzt einmal mit dem Ladeproblem ordentlich rumgespielt und die USB-C-Buchse ist defekt. Genau, die hat einen Hau. Wenn man das Ladekabel runterdrückt während des Ladens, dann funktioniert das. Und wenn man loslässt, kann es passieren, dass es gleich wieder aufhört zu laden. Also es ist ein Problem des Anschlusses. Schade eigentlich. Ich habe die jetzt zu Amazon zurückgeschickt und eine neue gleich bestellt. Die Bilder haben wir uns angeguckt, da sind wir ganz angetan. Mir gefallen die richtig gut. Die sind für 4K natürlich bei so einem kleinen Sensor, ein halber Zoll. Ja, ist okay. Also es war auch so, dass bisher haben sie die immer nur bei strahlendem Sonnenschein fliegen lassen. Wir hatten heute so eine ganz leichte Wolkendecke. Mhm. Und für uns reicht das, ne? Es ist halt die Frage, was du für Ansprüche hast. Das sind gute Bilder, Punkt. Möchtest du jetzt Das High sind aber Quality? sind keine professionellen Bilder. Genau. Also es ist wirklich nur für Vlog und sowas geeignet, aber nicht, wenn man jetzt ernsthaft damit Architektur filmen will, weil man die geschäftlich nutze. Das kannst du knicken. Aber für uns reicht's. Ich finde die super und jemand, der privat Spaß haben will, geil. Ja, und einfach mal so für schöne Aufnahmen zwischendurch, für Übersichtsaufnahmen. Die Funktionen, die gefallen mir richtig gut, diese verschiedenen Verfolgungsmodi, die man da hat. Mir macht dieses kleine Ding irre Spaß. Ich habe das so Verknallt. Ja. Aber wie auch immer, also es gibt noch ein weiteres Video. Wir mussten ja jetzt hier mangels Funktionen abbrechen. Ich finde das auch traurig. Ist zwar die erste Charge wahrscheinlich, aber es ist irgendwie schon traurig, dass DJI da so ein Montagsgerät. Ja, das sagt man ja immer gerne, aber das darf nicht passieren. Das ist USB-C, ist ein Standard uralt, man muss vernünftige USB-C-Stecker bauen können. Ja. Und das kann DJI offensichtlich nicht. Mal sehen, ob es beim zweiten Gerät anders ist. Da gibt es noch ein Video. Auf jeden Fall, wir machen ein Update-Video, da kriegt ihr dann auch genauere Infos. Im zweiten Video gibt es dann mehr Infos. Jedenfalls habt ihr schon mal einen ersten Eindruck bekommen. Ich bin wirklich verliebt in dieses kleine Ding. Also sie ist verknallt. Das ist ja auch so geil. Also ich hasse es, mich mit Technik beschäftigen zu müssen. Ich will sie so simpel wie möglich haben. Und das hast du damit gewährleistet. Modus ändern, einmal drücken, leicht. Das und gefällt zum Starten dann zweimal länger drücken. So möchtest du mich auch gerne bedienen, ne? Die Hoffnung habe ich aufgegeben. Was die Modi machen, wie sie genau ihre Arbeit ausführen, stellst du in der App ein. Das ist aber auch nicht irgendwie hochwissenschaftlich, sondern wirklich einfach und intuitiv zu bedienen. Ja, das ist easy. Macht einfach Spaß. Also wir melden uns. Tut uns leid, dass wir nicht alles zeigen konnten. Wir hatten nur eine Akkuladung. Draußen ist das Leben. Geht raus. Abo und Like nicht vergessen. Kostet euch nichts. Bedeutet uns die Welt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Ciao. Also sowas, ne? Die ist so süß.